Anderes Thema nach Deutschland. Ein Video des niedersächsischen Verfassungsschutzes zum Thema Stolzmonat auf der Plattform X sorgt zurzeit für Diskussionen. In dem Tweet wird per Video der sogenannte Stolzmonat für demokratiefeindlich erklärt. Die rechte Szene hatte wiederholt zu einem solchen Stolzmonat aufgerufen, als Gegensatz zum Pride Month der queeren LGBTQ-Plus-Bewegung. Das wird in diesem Erklärfilm kritisiert. Nun aber meldet sich Verfassungsrechtler Volker Böhme-Nessler unter anderem zu Wort, der das Video des Verfassungsschutzes als rechtswidrig bezeichnet. Das würde die Verfassung verletzen. Der Stolzmonat sei grundsätzlich von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, und zwar mit ihm selbst, mit Professor Volker Böhme-Nessler. Willkommen im Studio. Hallo, guten Tag. Also, der Verfassungsschutz Niedersachsen warnt in einem Video vor diesem Stolzmonat als rechtsextremistischem Kampfbegriff. Warum kritisieren Sie das? Weil der Verfassungsschutz damit seine Grenzen überschreitet. Das ist nicht seine Aufgabe, sich direkt in die politische Diskussion einzumischen. Und zweiter Punkt, weil der Verfassungsschutz damit die Meinungsfreiheit verletzt. Es stellt alle, die sich unter dem Hashtag Stolzmonat versammeln, alle Aktionen, alle Posts, pauschal in die rechte Ecke und in die rechtsextremistische Ecke vor allen Dingen. Und das ist einfach falsch. Es gibt einfach eine ganze Reihe von konservativen, normalen Bürgern, die da mitmachen. Es kann sein, dass einzelne extremistische Posts unter diesem Hashtag zu finden sind. Aber das ist dann das Problem der Einzelnen, nicht die Meinungsfreiheit reicht unheimlich weit bei uns. Man kann alle möglichen Meinungen vertreten, solange sie nicht strafrechtlich relevant sind. Und das ist der Punkt. Wenn der Verfassungsschutz pauschal solche Aktionen als verfassungswidrig brandmarkt, was auch sachlich falsch ist, dann schüchtert er ein, dann grenzt er alle, die sich da versammeln unter Stolzmonat aus. Und diese Einschüchterung ist eine Verletzung der Meinungsfreiheit. Also er müsste differenzieren. Er müsste sagen, einzelne Teile dieses Stolzmonats sind eben verfassungsfeindlich und andere eben nicht. Ja. Warum tut er das nicht? Das ist mir schleierhaft. Er tut jedenfalls das, was nicht seine gesetzliche Aufgabe ist. Er mischt sich in die politische Willensbildung des Volkes ein und er versucht, die Willensbildung zu beeinflussen. Das geht in der Demokratie nicht. Der Verfassungsschutz ist ja ein Geheimdienst. Er ist eine staatliche Behörde und auch noch eine spezielle staatliche Behörde mit viel Macht, nämlich ein Geheimdienst. Der Staat muss sich grundsätzlich raushalten aus der Meinungsbildung der Bürger in der Demokratie. Also auch im Umgang mit der AfD steht der Verfassungsschutz immer mal wieder in der Kritik, dass er zum Beispiel eben nur in die rechte oder rechtsextremistische Richtung gucke, aber Linksradikale zum Beispiel deutlich weniger beobachtet. Kann man das so sagen? Stimmt das? Also jedenfalls, was die öffentlichen Äußerungen angeht, in den letzten Monaten hat man den Eindruck, dass das tatsächlich so ist. Ich kenne jetzt nicht die interne Arbeit des Verfassungsschutzes, aber die Äußerungen nach außen, also die Öffentlichkeitsarbeit, die eigentlich auch nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes ist, die zeigt doch immer nach rechts. Da wird mit dem Finger nach rechts gezeigt. Und das ganz große Problem ist auch, dass der Verfassungsschutz anfängt zu vermengen. Es geht darum, er sagt, rechts ist gefährlich, rechts ist normal in der Demokratie. Da gibt es linke Meinungen, rechte Meinungen. Rechtsextremistisch, das ist seine Zielgruppe und das ist seine Aufgabe. Und da überzieht der Verfassungsschutz, denke ich, aus meiner Sicht ganz deutlich. Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Böhme-Nessler. Gerne.